2 Anmerkungen vorweg. Ich arbeite gerade eigentlich intensiver an einem anderen Video, habe das hier aber aufgrund der Aktualität kurz dazwischen gepackt. Und zweitens, in diesem Video werde ich ein paar grausame Details von Gewalttaten besprechen. Wer sehr empfindsam ist, sollte hier vielleicht abbrechen und sich auf die nächste Folge freuen. Alle noch da? Dann geht's los. Liebe Frau Stefanie Lamprecht, ich möchte mit dieser offenen Videobotschaft an Sie gerne auf diesen Artikel von Ihnen antworten. Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass bei mir im Goldfischglas die Welt echt noch in Ordnung ist. Ich hatte vor ein paar Tagen natürlich auch mitbekommen, dass ein Nigerianer seine Ex-Freundin und das gemeinsame einjährige Kind in Hamburg getötet hat. Man darf eine solche schreckliche Tat nicht überbewerten, das ist sogar mir als kleiner dummer Goldfisch klar. Weil andere Flüchtlinge können ja nichts dafür, was der eine getan hat. Ich denke, da sind wir uns einig. Ich denke aber auch, dass man die Statistik und Häufigkeit, mit der Personengruppen solche Taten begehen, unbedingt im Blick halten muss. Aber das ist ein anderes Thema. Die Morgenpost, MoPo, für die Sie schreiben, berichtete über den Fall am 12. April, Zitat: Am S-Bahnhof Jungfernstieg hat am Donnerstagvormittag der Familienvater Murtala M. seine 34 Jahre alte Ex-Frau und das gemeinsame Kind angegriffen. Laut Polizei verstarb das Kleinkind aufgrund der schweren Verletzungen noch vor Ort. Und das war so der Tonus in vielen Zeitungen. So eine Meldung registriert man am Rande, schüttelt kurz den Kopf und macht weiter mit dem Leben im Goldfischglas. Aber als ich gestern von einer Bekannten erfuhr, dass der Täter seine einjährige Tochter nicht nur irgendwie erstochen hat, sondern ihr tatsächlich den Kopf abgeschnitten hat, was sich auch mit einem aktuellen Polizeibericht deckt, spürte ich eine ganz besondere Erschütterung. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich weinend zusammengebrochen. Ich selber bin ja Papa und weiß noch, wie meine Goldfischtochter mit 1 Jahr so war. Was für ein fragiles, zärtliches, unschuldiges, fröhliches Wesen, das vor allem Schutz und Nähe suchte. Die Vorstellung, dass jemand solch einem zarten, unschuldigen Kind mit einem Messer den Kopf abtrennt und das auch noch in der Öffentlichkeit vor den Augen der Mutter, ist unfassbar. Sie ist eine Form von Gewalt, die ich in meinem Goldfischglas bislang noch nicht kannte. Ja, und ich finde es befremdlich, wenn so etwas in allen Medien und der Polizei euphemistisch als bloßer Messerangriff bezeichnet wird. Liest man nun den Text der MoPo, könnte man fast davon ausgehen, dass da einer mal ausgerastet ist und nicht mal mit Absicht seine Familie tötete. Hinzu kommt eine delikate Tatsache. Im Zusammenhang mit Migration ist in den vergangenen Jahren immer wieder versucht worden, dieses neue, aus meiner Sicht bislang unbekannte Ausmaß der Gewalttaten herunterzuspielen. Beispiele sind die Übergriffe zur Kölner Silvesternacht. Hier gibt es starke Indizien dafür, dass die Gewalt vertuscht werden sollte. Weitere Beispiele sind Aussagen von Polizisten, die ganz klar sagen, dass man die Verbrechen von sogenannten Flüchtlingen in der Öffentlichkeit herunterspielen möchte. Und dass ein sogenannter unabhängiger Experte, der für die Regierung Studien zur Flüchtlingskriminalität durchführt, sich zum Anstieg der Gewaltkriminalität durch eben Flüchtlinge wie folgt äußert, wirft auch kein gutes Licht auf diese Untersuchungen. Also wir haben eine ganze Menge Gründe gebracht, warum dieser Anstieg nicht so dramatisch ist, wie auf den ersten Blick aussieht. Das war jetzt also das Ziel dieses ganzen Gutachtens, was wir erstellt haben. Ja, so viel zum Thema unabhängige Untersuchung. Schließlich möchte ich noch ein besonders krasses Beispiel für eine solche Vertuschung im Detail benennen. Das ist das Massaker im Bataclan-Theater Paris, November 2015. Das Bild, das uns durch die Medien vermittelt wurde, ist, dass es dort einen schrecklichen Anschlag gab mit vielen Toten, die durch Maschinengewehre hingerichtet worden sind. Was offensiv verschwiegen wurde und was bis heute kaum ein Journalist der gängigen Medien in Deutschland je wirklich angesprochen hat, ist das wahre Ausmaß der Gewalttaten im Bataclan. Das, was diese Täter, die zu Teilen nach der Märkischen Grenzöffnung über Deutschland einreisten, in Wahrheit mit den Menschen dort angerichtet haben. Dieses wird jedoch deutlich durch das Protokoll eines staatlichen Untersuchungsausschusses. Demnach sind insbesondere die Opfer in der oberen Etage des Bataclans nicht durch Schüsse getötet worden, sondern sie wurden zu Tode gefoltert. Ein Angehöriger in etwa berichtet, dass seinem Sohn offensichtlich bei lebendigem Leib die Geschlechtsteile abgeschnitten und in den Mund gesteckt wurden, sowie ein Auge aus der Augenhöhle entfernt wurde. Frauen wurden vergewaltigt und das wohl auch mit Messern. Weiteres kann jeder Nutzer selber recherchieren.
Das alles ist eine Brutalität, die wir uns als pazifizierte Europäer überhaupt nicht mehr vorstellen können. Wir machen uns kein Bild davon. Aus meiner Sicht bekommen diese Gewalttaten eine neue Dimension, wenn man sich das tatsächliche Ausmaß anschaut. Und ja, meiner Meinung nach hat das auch was mit Kultur und Herkunft zu tun. Um das zu benennen, muss man kein Rechter sein. Auch ein Experte, der sich im Hamburger Abendblatt zum Fall geäußert hat, gibt mir recht. In diesem Artikel sagt Guntram Knecht, Leiter der forensischen Psychiatrie der Asklepios-Klinik Nordochsenzoll, dass hier ein archaisches Rollenbild als Faktor mit reingespielt hat. Das soll natürlich nicht heißen, dass jeder Migrant aus dem Nahen Osten oder Afrika solche Dinge tut. Gott bewahre, selbstverständlich nicht. Denn selbstverständlich ist die größte Zahl der Migranten in Deutschland friedliebend. Aber es ist eine von vielen Facetten, ein Puzzlestück des gesamten Bildes. Die signifikant erhöhte Gewaltkriminalität gehört zur Massenmigration nun einmal dazu. Und diejenigen, die Gewalt mitbringen, bringen diese zu Teilen vielleicht in einem Ausmaß mit, das wir in Deutschland in dieser Form noch gar nicht mehr kennen. Ihre Meinung dazu mag differieren, was ich respektiere. Aber ich denke, Aufgabe der Medien ist es, Menschen in die Situation zu versetzen, darüber selber zu entscheiden, wie sie das bewerten. Das heißt, ihre Aufgabe wäre es, für volle Transparenz und Aufklärung zu sorgen. Stattdessen nun dieser Artikel von Ihnen. Und auch ich darf mich darin wiederfinden. Sie sprechen nämlich davon, dass Rechte jetzt die Bluttat von Hamburg missbrauchen und benennen das als schäumenden Mob. Damit meinen Sie ja Menschen wie mich. Und ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich mir das verbitte. Ich bin ein Bürger, der 0,0 Einträge im polizeilichen Führungszeugnis hat, hart arbeitet, sozial engagiert ist und sich Sorgen um seine Familie macht. Ja, ich bin selber ein Migrantenkind. Es ist eine bodenlose Unverschämtheit, dass Sie Personen wie mich als rechten, überschäumenden Mob bezeichnen, nur weil ich deutlich mache, dass zwischen den Worten ein Kind angreifen und einem Kind den Kopf abschneiden Welten, ja Welten liegen. Welten, in denen journalistische Qualität offenbar völlig missachtet wurde. Die Menschen in diesem Land haben das Recht zu erfahren, was Migration von Hunderttausenden unkontrollierten Personen ohne Pass bedeutet. Und zwar offen, schonungslos, ohne Rücksicht auf falsche politische Correctness. Wenn Sie das als Journalisten der MoPo nicht gewährleisten können, aus welchem Grund auch immer, Angst, Unvermögen, Kapazitäten, was auch immer, haben Sie diese Menschen nicht zu beleidigen, nur weil sie ihr Recht einfordern. Ich will jedenfalls wissen, was auf meine Kinder zukommt und welche Konsequenzen unkontrollierte Massenmigration hat. Und Sie wiederum haben nicht das Recht zu entscheiden, ob Sie mich lieber mit monströsen Details, wie Sie es selber schreiben, verschonen. Selbstverständlich haben Sie zu entscheiden, welche Informationen grundlegend relevant sind und welche nicht. Die Kleinigkeit, dass hier einem Kind der Kopf abgeschnitten wurde, ist aber unstrittig relevant. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Eine Messerattacke ist nun mal trauriger Alltag in Deutschland. Mittlerweile. Das Abschneiden des Kopfes eines einjährigen Kindes in der Öffentlichkeit, Gott sei Dank noch nicht. Hier wird die redaktionelle Relevanz überdeutlich. Vor allem, wenn eine ähnliche Tat erst vor ein paar Monaten ebenfalls in Hamburg, Ihrem Revier, stattgefunden hat. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie damals selber über diese Tat berichtet. Ihnen hätten die Parallelen auffallen müssen. Beide Täter sind Migranten, beide sind islamisch geprägt. Bei beiden wurde der Asylantrag abgelehnt. Beide sind übergriffig gegenüber ihrer Familie geworden. Beide töten ihr Kind durch Enthauptung bzw. versuchte Enthauptung. Wir können also nicht mehr von einem Einzelfall reden. Nicht einmal mehr allein in Hamburg. Stellen wir uns vor, zwei bekannte Neonazis hätten ihre Kinder unabhängig voneinander innerhalb eines Jahres in Hamburg durch Enthauptung getötet. Würden Sie die empörte Menge dann ebenso als linken Mob bezeichnen? Wenn nein, warum nicht? Ich bin der Meinung, dass da draußen jeder erfahren sollte, was wirklich passiert ist im Bataclan, in der Kölner Silvesternacht und welche tragische Entwicklung auch Hamburg gerade nimmt. Nicht nur, weil es irgendwelche Informationen, sondern weil es direkte Konsequenzen von politischen Entscheidungen sind. Sie schreiben, man habe aus Pietätsgründen auf die Nennung der Details verzichtet. Man habe die Razzien durchgeführt, weil mit dem Video Persönlichkeitsrechte verletzt worden seien. Das schreiben sie, obwohl man die Opfer auf dem Video so gut wie gar nicht sehen kann, nur ihre Füße, das heißt kenntlich schon gar nicht. Aber dass die MoPo aus Pietätsgründen und nicht wegen gezielter Vertuschung auf die Details verzichtet hat, mag sein.
Allerdings, vor dem Hintergrund der oben genannten Vertuschungen verstehen Sie sicherlich mein Misstrauen und das vieler anderer Bürger. Und eigentlich müssten doch gerade Sie als Medium sich doch vor den Blogger und den Videomacher stellen, deren Wohnungen durchsucht wurden. Denn ohne Ihre Arbeit hätten wir, die Öffentlichkeit, ja nie erfahren, was wirklich passiert ist. Die beiden haben den Job gemacht, den Sie eigentlich hätten machen müssen. Und wenn es um Pietät geht, warum wird diese eigentlich regelmäßig über Bord geworfen, wenn es um unkontrollierte Massenmigration geht oder darum, dass wir uns an einem Krieg in Syrien beteiligen? Was ist beispielsweise mit den Persönlichkeitsrechten eines ertrunkenen Jungen, der an einem Strand liegt und dessen Bild durch alle Medien rauf und runter gespielt wurde? Was ist mit den Persönlichkeitsrechten der Kinder, die in Syrien ums Leben gekommen sind und deren leblose Körper die Titelseiten sämtlicher Tageszeitungen in Deutschland zieren? Da ist es dann plötzlich in Ordnung, Leichen zu zeigen mit klar kenntlichen Gesichtern und alle monströsen Details ihres Todes zu benennen. Diese Kinder haben dann plötzlich keine Persönlichkeitsrechte mehr. Und Pietät kennen Zeitungen wie Ihre dann auch nicht mehr. Die Kamera hält voll drauf, in allen Details. Warum, frage ich Sie? Warum sehen wir die toten Kinder aus Syrien fast täglich, aber die toten Kinder aus Deutschland oder Schweden oder anderen Ländern in Europa fast nie? Was für eine seltsame Doppelmoral ist das? Liebe Frau Lamprecht, Sie werden jetzt von mir denken, dass ich ja keine Ahnung habe, wovon ich hier rede, dass ich ein Rechter bin und von Angst getrieben. Aus meiner Sicht ist es allerdings völlig okay, Angst zu haben. Es ist eine überlebenswichtige Funktion, auch bei uns Goldfischen. Es ist okay, Angst vor Hunderttausenden Menschen zu haben, die ohne Kontrolle einfach in dieses Land geströmt sind, von denen wir ihre Motive und Hintergründe nicht kennen und sogar wissen, dass sie zu großen Teilen das unter Vortäuschung falscher Tatsachen getan haben. Und die wir überdies, selbst wenn sie schlimmste Gewaltstraftaten begangen haben, nicht mehr loswerden, sondern auch noch mit hart erarbeiteten Steuergeldern durchfüttern. Es ist okay, Angst um seine Familie zu haben und die Zukunft seiner Kinder. Angst zu haben, verunsichert zu sein, ist besser, als sich überlegen zu fühlen. Und genau das offenbart Ihr Artikel über Sie. Sie fühlen sich Goldfischen wie mir moralisch überlegen, weil ich für Sie nur zum schäumenden Mob gehöre. Dafür haben Sie aber überhaupt keinen Grund, denn Sie selber leben in einem Goldfischglas. Und alles, was Sie und mich voneinander trennt, ist eine andere Meinung, ein anderer Blick auf die Dinge. Sie aber halten Goldfische wie mich für nicht mündig. Man sollte uns nicht die volle Wahrheit sagen, weil wir nicht mit ihr umgehen können. Und genau das ist Propaganda. Ihre Aufgabe ist es, uns mit Informationen zu versorgen und nicht uns zu erziehen. Ich bitte Sie daher darum, dass Sie Ihrer journalistischen Verantwortung nachgehen und für Aufklärung sorgen. Auch wenn das manchmal schmerzhaft sein sollte. Ihr SushiTV.